Rita, unsere Freunde sind schon da. Oh! Sorry. Ich bin noch immer bei dem Möhrenrätsel oder Karottenrätsel, wie man wahrscheinlich bei uns sagen würde. Und ich check's einfach nicht. Leute, wie soll man die bitte mit 4 geraden Linien verbinden? Ich check's nicht. Ihr seht, diese Frau hat definitiv andere Qualitäten, als hier ein Möhrenrätsel zu lösen. Eine davon ist auf jeden Fall, euch zu zeigen, was wir im Legoland gekauft haben. Ja, denn wir waren ja dort und haben ja auch ein Video von dort gemacht, falls ihr es gesehen habt. Falls nicht, dann gerne wieder einschalten. Und wir haben auch ein paar Sachen mit nach Hause genommen. Ja, ich war dort. Es ist ein verdammt kleiner und übersichtlicher Einkauf dieses Mal. Also wir sind fast, zu Tode erschrocken, als wir zu Hause angekommen sind und wir gesehen haben, dass wir eigentlich so wenig eingekauft haben. Naja, aber so wenig verschiedene Sachen. Ja, dennoch sehr, sehr nette Sachen und die möchten wir euch gerne zeigen. Das Legoland hat jetzt natürlich nur mehr ein paar Tage geöffnet, wenn ihr dieses Video seht, oder ist vielleicht sogar schon in der Winterpause. Also ist das nur mehr was für Kurzentschlossene. Wir haben uns auch fokussiert auf die Neuheiten, die es jetzt gegeben hat seit unserem letzten Besuch. Wir waren ja dieses Jahr schon das ein oder andere Mal dort. Und Rita, ich glaube, ich liege richtig, wenn ich sage, du möchtest mit den Minifiguren beginnen. Also bitte. Wir möchten mit den Minifiguren beginnen und weil Christoph mich wieder dort gefragt hat, wie viel die jetzt kosten, habe ich jetzt die Rechnung auch hier und ich zeige es euch jetzt. 6 Minifiguren kosten im Legoland, könnt ihr sehen, 12 €. Wir haben 2 mal 6 genommen. Aber irgendwie war da eine Diskussion, kosten die jetzt 12 oder 13 oder was auch immer? 12. Ja, jedenfalls zum aktuellen Stand, hier jetzt Anfang November 2022. Ich hoffe, mal sehen, wie es nächstes Jahr wird, hoffentlich nicht teurer. Sie haben aber ein paar coole neue Figurenteile gehabt und da haben wir zugeschlagen. Da haben wir definitiv zugeschlagen. Ihr seht schon wahrscheinlich hier im Überblick, dass wir eine Frisur sehr, sehr oft genommen haben, nämlich diese, ich würde sagen, Hochsteckfrisur mit Haarband. Die hat uns sehr gut gefallen. Die hat es in Türkis und in Gelb gegeben. Und die habe ich mir sehr oft gesnackt, einfach weil wir die, glaube ich, gar nicht haben oder kaum haben in Wild City. Deswegen, ja, habe ich mir die mitgenommen. Was auch noch neu war, sind die Hosen. Also ich habe eigentlich nur neue Sachen mitgenommen. Das heißt, alles, was ihr hier seht, bis auf die Ritterschilder, die haben wir auch schon in Wild City. Ich glaube, die gab es auch schon, oder? Gab es die schon länger? Die hat es mal gegeben, dann wieder nicht. Und letztes Mal hatten sie wieder welche, ganz genau. Und Gießkannen haben wir mitgenommen. Wir haben diese Kappen mit Pferdeschwanz mitgenommen. Also rosarote Kappe mit Pferdeschwanz. Und ihr seht eben auch, die Oberteile sind neu. Die haben wir euch teilweise auch schon im Video gezeigt. Dann hier quasi wie so ein Badeanzug mit Avocados drauf. Also den finde ich ja mega mäßig. Sieht auch von hinten sehr, sehr toll aus. Also da muss ich wirklich sagen, da bin ich mehr als zufrieden mit unserem Einkauf. Echt eine tolle Sache. Dann auch diese Frisur ist neu, die schwarze mit den grünen Seitensträhnen hier. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ihr seht, von den Accessoires haben wir eigentlich auch immer relativ die gleichen genommen. Ein paar Schilder, einmal dieses Moby Brick Cover von einem Buch, wo leider nur das Frontcover da war, aber nicht der Rest vom Buch. Ein bisschen ärgerlich, aber ja, wir haben sicher irgendwo in Wild City noch ein Buch. Bei dieser Minifigur habe ich die Haare heruntergenommen, da haben wir nämlich diese Haare auch mitgenommen, mit rosa Hut und blonden Haaren, weil hier der Kopf sehr speziell ist, den haben wir auch hier einige Male bei den Figuren verbaut, habt ihr sicher gerade schon gesehen. Der hat nämlich eigentlich selbst schon Haare aufgedruckt. Und ich finde, das ist auch mal eine sehr coole Frisur. Von hinten sieht der dann so aus. Ja, also ist echt eine sehr, sehr coole Sache. Bräuchte also eigentlich keine Frisur dazu. Aber natürlich haben wir uns eine mitgesnackt, ist ja ganz klar. Wenn man sie schon dazu bekommt, dann schon richtig. Was auch noch eine sehr, sehr coole, ein sehr, sehr cooler Kopf ist dieser hier. Einmal von vorne, einmal von hinten. Ein Herr, der eine
Raufklappbrille hat, so wie man es früher eher hatte. Ich weiß nicht, ob die noch immer so modern sind, wo man quasi die Sonnenbrille dann hinaufklappen kann und dann hat man halt den Sonnenbrillenteil am Hirn. Ja, also das ist eher was ich halt von früher kenne. Ich weiß nicht, ob das noch so top aktuell ist. Falls ihr sowas habt, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob es das überhaupt noch gibt, so in der Form. Ich kann nicht weiter, es ist alles gut. Ich muss nur schnell bei Ich der bin Kamera direkt ein was bisschen schauen. nervös. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist dieser Kopf hier, den zeige ich euch auch noch im Detail, der sich da vor etwas fürchtet. Also entweder ist ihm saukalt oder er fürchtet sich vor etwas. Genau. Christoph macht mich dezent nervös. Es scheint am Bildschirm alles Mögliche auf. Zerstört sich in 10 Sekunden. Oh no. Das hoffen wir natürlich nicht. Ach ja, und was auch noch speziell war, weil wir gesagt haben, es sind da eben lauter neue Hosen, lauter neue Oberteile, auf jeden Fall für uns neue. Also ich weiß nicht, ob das für euch auch ist, aber eben für uns neue. Da haben wir auch diese Füße wieder mitgenommen. Ich glaube, die haben wir sogar, also das Oberteil haben wir sogar schon mal in einem Lego-Store mitgenommen, von so einem kleinen Mädchen, das eben baden ist. Und hier auch diese Füße kennen wir. Ich glaube, die waren beim Zug dabei, oder? Beim Personenzug oder beim so. Bahnhofzug oder beim Supermarkt waren die, glaube ich, dabei. Ach, das kann auch sein, auf jeden Fall einem neueren City-Set, ganz genau. Jetzt habe ich so viel zerlegt hier. Auf jeden Fall habt ihr es gesehen. Ganz richtig, ja. Also tolle Figuren. Übrigens, ich habe nur kurz was geschaut. Ich weiß nicht, wie die Einstellungen jetzt sind. Die Kamera hat ja irgend so einen sogenannten Produktpräsentationsmodus, dass wenn man was in die Kamera hält, dass die sofort drauf fokussiert. Ja. Und ich habe die Vermutung gehabt, dass das irgendwie nicht richtig eingeschaltet war. Ich weiß nicht, ob es jetzt ist. Ich wollte jetzt nicht zu viel herumfummeln, aber es sieht hoffentlich nicht so schlecht aus. Das waren also die... Sonst nirgends natürlich. Darf ich nicht. Die Figuren aus dem Minifigurenatelier, genau. Also wenn ihr es aushaltet, dass ihr dort reingeht und dann auch drinnen bleibt, weil es sehr, sehr voll ist, und meistens so heiß, ja. Irgendwie düstere Beleuchtung jetzt gewesen, fast schon Halloween-artig, dann findet ihr dort ganz coole Figuren und man kann davon halten, was man will. 2 Euro pro Figur ist jetzt natürlich kein absolutes Schnäppchen, aber wenn man sich die ganzen coolen Accessoires und Frisuren und Hüte anschaut, dann würde ich schon sagen, dass das ein Preis ist, den man sonst nirgends bekommt. Ich glaube auch, dass die Gießkannen nicht billig sind. Ich weiß es nicht genau, wie viel die jetzt derzeit wirklich kosten, aber sicher nicht so billig. Genau, es gab auch die neuen Maiskolben, haben wir gehört, aber die hat es zum Zeitpunkt schon, als wir hingekommen sind, schon wieder nicht mehr gegeben. Also die waren dann schon aus und ein paar andere Kleinigkeiten, wo wir aber davon abgesehen haben. Ja, dann hat sich Rita noch ganz was Besonderes genommen. Vielleicht habt ihr es im Video gesehen. Was der Grund oder die Bewandtnis dahinter ist, weiß ich bis jetzt nicht. Es gab im Ninjago-Shop an der Kasse eine goldene Minifigur und zwar um 7 Euro. Ich glaub, also Wahnsinn. Ich glaube, 7 Euro waren das. Sagt uns bitte, was das ist, denn keine Ahnung. Rita hat sich die, glaube ich, nur aus Gier und Konsumwahn genommen. Ja. Jux und Tollerei. Ich finde die ist aber echt cool. Also und wirklich auch viel dabei. Er hat vorne das Schwert, ihr seht das. Hinten auch noch 2 Schwerter. Wenn es irgendwas Spezielles ist, dann sagt es mir. Ich kenne mich bei Schwertern jetzt auch nicht so aus, wie die alle heißen. Aber also echt viel dabei bei der Figur und eben sieht sehr toll aus, dass sie so in Gold ist mit dunkelblau. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde zwar 7 Euro jetzt fast ein bisschen überzogen, aber ich denke mal, man kann davon vielleicht 1 oder 2 Mal mitnehmen. Wir haben auf jeden Fall eine, die gefällt mir und ich weiß auch schon, die werden wir irgendwo beim Ninjago City Bereich hinstellen, vielleicht auf so ein kleines Monument und da kommt sie vielleicht hin oder vielleicht sitzt sie auch in unserem Tuk-Tuk, das könnte natürlich auch sein. Passend zu Ninjago zeige ich euch gleich noch das Leiberl hier, das wir übrigens im Outlet mitgenommen haben. Und da gibt es jetzt schon eine Story dazu, denn ich konnte es nicht erwarten, dass Tim es anzieht. Also es ist schon getragen, falls irgendwo irgendwelche Essensflecken drauf sind. Kennt ihr euch aus? Saft und Brei auf dem T-Shirt, verzeiht es uns. Gut sein. Auf jeden Fall, es ist ihm noch um einiges zu groß, aber das macht nichts. Und er hat es letztens angehabt und dann ist ein Kind vorbeigegangen, ein kleiner Bub, und der hat gesagt, wow, ein Ninja ist da drauf und wollte mir erklären, wer das ist und hat dann aber 3-mal
einen anderen Namen verwendet. Jetzt weiß ich erst recht wieder nicht, wer das ist. Soweit ich es gecheckt habe, ist das der Ninja, der mit Blitzen um sich schießen kann. Aber das mit dem Namen, wie gesagt, habe ich nicht gecheckt. Ja. Ich habe es auf jeden Fall süß gefunden, dass er gleich so, wow, das ist ein Ninja-Leiber. Tim ist so da gestanden, so, okay, was passiert jetzt? Ganz cool auf jeden Fall. Und war sehr billig, weil diese Ninja-Leibers gab es um 4,99, glaube ich, im Outlet. Ja. Also sehr empfehlenswert. Leider nur 104er. Wieso auch immer. Von der Größe haben sie offenbar zu viel bestellt oder sind dieses Jahr so wenig Kinder mit Größe 104 cm im Legoland gewesen. Das könnte natürlich auch sein. Da haben sie auf jeden Fall einige verschiedene Farben gehabt und die waren richtig, richtig cool. Ja, weiter geht's, denke ich mir, am besten mit der Fabrik. Das wird euch bestimmt auch interessieren, welche neuen Teile es dort gibt. Wir haben uns für euch in die Menge gestürzt und einen Halloween-Stein ergattert. Ich weiß gar nicht, was das Zeitfenster für den ist, wann man den genau bekommt. Auf jeden Fall beim Reingehen in die Fabrik, also nicht in den Shop, sondern in dieses Art, ja, in die Fabrik, in das Museum, wo gezeigt wird, wie Lego-Steine gemacht werden. Da bekommt man so einen, wenn man nicht fragt, auch als Erwachsener. Es gibt wirklich Leute, die den nicht haben wollen. Also wir haben eine Story gehört, wo jemand sich den geholt hat und die davor haben gesagt, nein, danke, wir brauchen den nicht. Unverständlich. Ich meine, allein, auch wenn ich kein Lego-Fan wäre, wobei dann bin ich nicht im Legoland, aber gut, egal. Der schaut doch so cool aus mit dem Skelett. Also ich finde den mega. Ja. Und auch unsere Eltern, die jetzt schon manchmal im Legoland mit waren, die haben die im Wohnzimmer stehen oder im Schlafzimmer, einfach als Erinnerung, weil sie dort waren. Ja. Ist auch die Jahreszahl immer dabei. Sehr, sehr cool. Gefällt mir gut. So. Und wir haben endlich die Giraffen. Und weil schon manche gefragt haben, ja, wie sehen diese Giraffen eigentlich aus? Manchmal auch mit den Duplo-Giraffen verwechselt und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch einige. Jetzt seht ihr es. Das ist die Giraffe, von der ich nächtelang geträumt habe. Ja, und so viele Leute haben uns angeschrieben, dass es die Giraffe gibt und Rita war wie von der Tarantel gestochen. Ja. Sie wollte ins Legoland und sonst nichts mehr. Nein. Und jetzt haben wir eine gekauft und die kommt vielleicht bei uns in den Zoo. Wir haben auch die Creator 3-in-1 Giraffe aus diesem Safari-Haus, die auch cool ist, aber Rita gefällt eben diese gemoldete Giraffe hier mehr. Mal schauen. Ja. Zu eurer, ich weiß jetzt nicht, rechten, glaube ich, linken oder dahinter, wenn Rita das dreht. Die ganze Zeit. Seht ihr auch, es gibt wieder Adler, die haben wir jetzt eigentlich das ganze Jahr nicht gesehen, die kosten 3 Euro, jetzt haben sie die wieder. Ja, gab's die, oder? Ganz genau, ja. Und die kosten 3 Euro pro Stück. Die Giraffe, glaube ich, 8 oder 9 Euro, ist eher teuer vom Preis her. Ich schau mal kurz. Das ist die andere Rechnung. Ich glaube 8,99 sogar. Ja, irgend sowas. Okay. Also, und die Adler für 3 Euro. Wir haben sogar schon so ähnliche oder vielleicht auch den gleichen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Irgendwas bei so einem Wildlife-Set war schon was dabei, aber die sehen einfach cool aus. Vielleicht hängen wir die auch mal irgendwo auf und die dürfen dann fliegen. Das ist ja mal eine gute Idee. Dann habe ich in der Fabrik dieses Mal zugeschlagen bei den Mauersteinen. Ich habe die jetzt mal so professionell für euch aufeinander gestapelt. 1x2er Mauerstein. Das ist einfach ein Teil, welches wir wahnsinnig oft in der Wild City verbauen. Also fast schon am öftesten von allen Teilen. Ein Teil, das wir beide sehr, sehr lieben. Einmal im Medium Nougat, dann Reddish Brown, einmal Weiß, einmal Dark Green und einmal Dark Orange. Letztes Mal haben wir schon Dunkelrot genommen und auch, glaube ich, so ein Flieder. Dann haben wir auch schon diverse Male Grau genommen, Hellgrau, Dunkelgrau, 2er-Länge, 4er-Länge. Das ist einfach ein Teil, welches wir sehr gerne haben und da haben wir auch immer, also nicht nur einen Stein genommen, sondern 1-2 gute Hände voll zugeschlagen. Das ist jetzt nur zu Demonstrationszwecken für euch. Braucht man auch immer, weil entweder man baut ein Haus fertig, wie zum Beispiel die Schule und dann braucht man sie, oder man macht irgendeine Umzäunung und da finde ich, sehen diese Mauersteine schon echt cool. Ich finde sie auch total cool. Dann haben wir nochmal genommen, da können wir auch nicht genug haben, diese Viertelbaumstämme, ebenfalls aus dieser Wildlife-Serie von Lego City. Die Sets gehen jetzt vom Markt. Ich weiß nicht, ob das Teil dann noch oft woanders vorkommen wird. Das passt eigentlich fast nur irgendwo bei den City-Sets rein, finde ich. Und da haben wir uns noch ein paar genommen, denn die gehen auch ziemlich weiter bei uns in Wild City. Dann das klassische Palmblatt, auch ein Teil, welches wir sehr gerne haben. Das ist verdammt leicht vom Gewicht her. Ich weiß nicht, wie viel Cent das kostet. Wir haben übrigens nochmal einen 20% auf einen gesamten Einkauf Gutschein hergenommen, den wir noch hatten von der Jahreskarte. Und eine Tür, die ich gar nicht gesehen habe zuerst. Richtig, ich glaube, dass die andersrum gehört, oder? So?
Ach so, das kann so sein, ja. Warum gehört das so? Oder meinst Ich du, habe unten geglaubt, ist die unten, Hundeklappe? da müssen die Hühner durch, habe ich geglaubt, vom Hühnerstall. Das ist doch mal eine süße Ja. Idee. Oder oben, dann kann das Pferd seinen Kopf durchstrecken. Sehr universell einsatzfähig. Ja. Zum Beispiel, ja. Aber die habe ich eben entdeckt und natürlich sofort mit eingepackt. Ich finde, die ist einfach mega cool. Die haben wir sicher so nicht. Da haben wir auch ein paar mitgenommen. Auch ein paar genommen, ja. Okay. Und dann haben wir noch Rita mit unseren bedruckten Teilen. Wie gesagt, nicht wahnsinnig viel verschiedene, aber doch einige coole. Ich starte mit dem ganz hier drüben, mit dem ganz großen, nämlich diesem Eislaufschuh mit den Schriftzeichen drunter, wo man keine Ahnung hat, was da drunter steht, aber es ist komplett egal. Vielleicht für einen Eislaufplatz. Dann eine Schatzkarte. Und ich weiß, es gab schon Schatzkarten, aber das ist definitiv eine, die wir nicht haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Also wir werden den Schatz finden. Ich weiß nicht, ob ihr den auch finden werdet. Ah, Ritz, du hast das Paket aber nicht gefunden im Legoland. Touché, touché. Ich bin noch immer traurig. Vielleicht habe ich es nicht gut gelesen. Dann haben wir hier, ich würde sagen Hasenfutter, weil das sieht aus wie ein Cookie mit einem Hase drauf. Keine Ahnung, ob es das wirklich ist, aber egal. Dann einen Regenbogen Dot oder so. Habe ich auch sehr viele mitgenommen. Also da bin ich gespannt, was wir damit machen, ganz ehrlich. Ich werde, glaube ich, mal irgendein Haus verzieren oder so. Fast das gesamte Säckchen voll. Ja. Ich warte auf eine Eingebung oder auf eine Eingebung von euch. Dann haben wir noch Baumstämme in klein und in groß mitgenommen und diese Astronauten-Cookies, wie ich sie nenne. Ich weiß übrigens bis heute nicht, ist dieses Teil in einem Set vorgekommen oder nicht. Ich habe ein paar von diesen neuen, ich zeige es euch nochmal, ich habe ein paar von diesen neuen Astronautensets durchgeschaut und habe es aber nirgends entdeckt. Also wir haben die ja auch nicht, aber nur von den Fotos eben, die online sind. Ich habe dieses Teil nirgendwo entdeckt. Ich weiß nicht, wo das vorkommt. Mir geht es ähnlich. Sagt's mir ich habe es bitte, auch noch nicht gesehen, aber vielleicht gibt es irgendein Set, wo diese Kekse oder was auch immer das sein soll, dabei war. Ja? Genau. Gut, dann haben wir noch Folgendes für euch. Und zwar erstens schauen wir schnell rein, aus dem ja. Meine Schlüsselanhänger. Okay, die Schlüsselanhänger zuerst. Ja, mach doch schon mal auf, dann geht's dann schneller. Ich habe mir Schlüsselanhänger mitgenommen und ich weiß, Christoph sagt immer, für was braucht man sowas? Man braucht es eigentlich gar nicht, aber es sieht süß aus. Und da gibt es nämlich den Santa Claus und diesen Elfen hier. Und ich habe mir den mitgenommen, weil der einfach super süß ist. Außerdem, hat die Tim auch immer gerne. Er darf sie zwar nicht wirklich haben, aber wenn ich mit dabei bin, nachher darf er sich die anschauen. Und ist definitiv safer als die normalen Minifiguren. Und dadurch, dass ja Mama und Papa so viel mit Minifiguren herumtun, ja, ihr wisst es, ist es natürlich hochinteressant und die sind wenigstens relativ gut zusammengeklebt, sind die, glaube ich, oder? Ja, wahrscheinlich. Die waren früher auf jeden Fall immer geklebt, ja, was viele Minifiguren-Fans sehr geärgert hat, weil die hätten gern die Figur rausgeholt und aber das hat aber nicht funktioniert, weil das eben geklebt war. Und diese habe ich auch noch mitgenommen, weil die einfach so mega cool aussieht. Die war, glaube ich, definitiv auch die letzten Male nicht verfügbar im Legoland, auf jeden Fall nicht, als wir dort waren. Jetzt aber habe ich sie entdeckt und habe mir gedacht, die muss einfach mit. Sind ja auch große Amerika-Fans, ihr wisst es. Deswegen ein kleines Stück New York. Wenn auch nur ein kleines Stück. Genau. Okay, also das wird jetzt ein bisschen ein größerer Durcheinander wahrscheinlich. Aber während Rita einfach mal ein bisschen was in die Kamera hält und euch belustigt, werde ich euch was erzählen. Und zwar haben wir ja im Figuren- oder im Schnäppchenzelt oder Outlet Center, wie es jetzt heißt, diese Wühltische, wo ja die Teile, die sonst am Boden liegen oder keine Ahnung was irgendwo rausgefallen sind, dann zu einem reduzierten Preis verkauft werden. Und die waren jetzt, jedenfalls für meine Begriffe, ein bisschen vergünstigt. Das sind jetzt alle. Die hat es jetzt im Angebot gegeben und zwar haben da 100 Gramm nur mehr 6,50 Euro gekostet. Und nochmal, das sind die Teile, die in der Fabrik aussortiert werden, weil sie schon mal irgendwo in falschen Kisten drinnen sind oder am Boden gelegen sind. Und
ich habe zuerst geglaubt, ich kaufe dort nichts, weil wir schon so viele Teile haben. Und dann habe ich da mal ein bisschen genauer reingeschaut. Manche natürlich sehr zerkratzt, das muss man schon auch dazu sagen. Also wenn ihr ein Fan davon seid, dass die Sachen nicht zerkratzt sind, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist schon echt übel zerkratzt. Ja, also teilweise sortieren sie die Teile natürlich auch aus, weil das so wie B-Ware sind, aber wir haben in der Stadt so viele Möglichkeiten, die irgendwo einzubauen. Und ich habe mir gedacht, ach komm, nimm ein paar Teile und wir zeigen euch jetzt einfach im Schnelldurchlauf, was wir da noch, oder besser gesagt, was ich dort ausgesucht habe. Ich habe währenddessen schon einen Kaffee getrunken. Während Rita schon Kaffee getrunken hat. Und das sind, also diese Teile haben wir teilweise nur 1- oder 2-mal, teilweise auch an die 10-mal. Es gab auf jeden Fall viele verschiedene Teile, die wir in der Stadt verwenden können. Und da habe ich dann ein kleines Säckchen zusammengestellt. Ich kann euch auch sagen, was das gekostet hat. Das waren dann 9 Euro insgesamt für ein schönes Säckchen mit 140 Gramm. Also es sind noch immer, wenn man es aufrechnet, 65 Euro für 1 Kilo Lego. Da werden viele sagen, das ist zu viel, aber ich kann euch garantieren, diese Teile bekommt ihr normalerweise jedenfalls, außer jemand weiß nicht, was die wert sind, bekommt ihr die nicht um diesen Preis. Und da haben wir noch wie gesagt, ein schönes Säckchen beisammen und die werden wir jetzt auch noch sortieren. Da bin ich noch nicht dazu gekommen, aber da bin ich eigentlich ganz zufrieden und es sind wieder ein bisschen andere Teile und ja, wer macht nicht gerne ein Schnäppchen? Dann haben wir noch 2 Dinge für euch. Ganz genau. Das nicht mehr so heißt. Einerseits, Rita, bitte präsentieren Sie diesen Kopf hier, der ist nur repräsentativ hier, leider nicht der Originale, den wir gekauft haben. Ich habe meiner lieben Schwiegermutter, Grüße gehen raus, diesen Kopf nochmal gekauft in grün mit vorne einem Monstergesicht drauf. Ja. Den hat sie sich sofort genommen und einkassiert, also leider keine Möglichkeit mehr, den heute zu filmen, aber es ist dieselbe Größe, ich weiß auch gar nicht, was die gekostet haben. Ich glaube 17,99, die sind nicht so billig. Sind eigentlich nicht so billig, aber für Halloween und so weiter habe ich ihr den mitgenommen. Also ihr müsst euch den in grün vorstellen und mit einem anderen Gesicht. Und dann haben wir noch eine kleine Geschichte. Und zwar war ja speziell, also erstens mal in dem Fabrikshop waren auch schon sehr viele dieser Schütten leer. Wir haben viele Teile, die wir eigentlich noch kaufen wollten. Diese Fliese ist wirklich extrem zerkratzt. Macht nichts. Haben wir gar nicht mehr bekommen. Deswegen ist auch unsere Ausbeute dieses Mal ein wenig kleiner. Und dasselbige war es auch im City Shop. Dort wollten wir 1, 2 Sets noch kaufen. Oder auch vielleicht 3, 4. Und hatten keine Möglichkeit mehr, weil wirklich alle exklusiven Sets, alle, sagen wir mal, guten Sets, die man sonst auch nirgends günstiger kriegt, waren alle aus Star Wars, Harry Potter, Icons, 18+. Also ganz egal was, war alles ausverkauft. Wir sind dann sehr traurig eigentlich nach Hause gestapft. Wir hatten aber Glück und ihr könnt das auch machen, vielleicht eher nächste Saison. Diese Saison wird wahrscheinlich knapp und sie bekommen nicht mehr viel. Ihr könnt euch am Legoland anrufen oder ein E-Mail hinschicken und die reservieren euch ein Set, legen euch das auf die Seite. Wir haben das gemacht und zwar mit einem Set, welches jetzt schon länger auf uns gewartet hat. Dort, das hat uns unser Freund Jürgen, Grüße gehen raus, auch abgeholt und ja, weil wir ja nicht wussten, wann wir wieder hinkommen. Nicht, ob wir überhaupt dieses Jahr nochmal hinkommen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon erkennt. Es ist das Sanctum Sanctorum aus der Marvel-Serie. Ein Set, auf das ich mich schon freue, weil es Modular-Building-Charakter hat. Ist zwar mit 250 Euro, finde ich, etwas übertrieben vom Preis her. Wir haben auch auf das noch einen Gutschein gesetzt. Und ich glaube, also als Marvel-Fan sind hier tolle Figuren dabei, auf jeden Fall. Man sieht sie nicht, aber ich kenne mich leider nicht genau aus, was das eigentlich für ein Haus sein soll. Aber ich finde, es sieht cool aus. Und es sieht aus wie ein anderes, also ein normales Modular-Building und von dem her gefällt es mir echt gut. In kurz, vielleicht wenn ihr euch da megamäßig gut auskennt, vielleicht schreibt ihr uns kurz in die Kommentare, was geht da eigentlich ab in dem Haus? Nur, dass ich es circa weiß. Ich möchte mir jetzt nicht die ganzen Filme anschauen müssen. Außer ihr sagt, sie sind wirklich sehenswert, dann schauen wir vielleicht mal. Ja, also das haben wir dann noch mit nach Hause genommen, aber das war schon mehr oder weniger vorab abgeholt und bezahlt. Ja. Und da freuen wir uns, weil das einfach nochmal in die Stadt kommt und weil das ein schönes Set ist. Sehr. Jedenfalls von der Schachtel her. Erinnert mich ein bisschen an die Polizeistation, oder? Kann das sein? Oder doch eher das neue Hotel? Stil her irgendwie auf jeden Fall irgendwie angelehnt und passt sicher super rein, weil jetzt haben wir den Daily Bugle, dann kommt das jetzt noch dazu und
ja, also ich freue mich sehr, dass wir das Set noch abgreifen konnten, mehr oder weniger. Avatar-Sets übrigens, falls ihr euch interessiert, haben wir jetzt auch bestellt, allerdings nicht dort im Legoland, sondern bei dieser Mediamarkt Deutschland-Aktion, wo man keine Mehrwertsteuer bezahlt. Danke auch dafür, dass uns da sehr viele geschrieben haben, dass es da diese super Aktion gibt. Ja, und nicht nur das haben wir bestellt, vielleicht kommt dazu auch mal was, vielleicht aber nur ein Short, weil ich glaube, Rita würde ausflippen. Ich habe ihr die Peach auch bestellt. Nein. Ja, die gab es auch sehr billig und da habe ich mir gedacht, na gut, dann von mir aus habe ich mir gedacht, also das bekommen wir noch von dort im Legoland. Wie gesagt, ist nicht alles günstig und glänzt nicht alles, was Gold ist, aber es war trotzdem ein sehr, sehr netter auch Einkaufstag für uns. Im Legoland dürfte ich mir nämlich die Peach nicht kaufen. Ich will ja nicht sagen. Ja, weil sie dort zum Vollpreis angeboten wird, meine Liebe, und das ist kein guter Preis dafür. Gut, wir halten euch nicht länger auf. Ihr habt sicher auch, oder wir hoffen zumindest, jede Menge zum Bauen. Wir auf jeden Fall auch. Dieser Karton wird jetzt dann hoffentlich gleich aufgerissen und wir müssen noch ein bisschen Teile sortieren und dann sehen wir uns demnächst sicher mal wieder bei einem neuen Video, vielleicht auch aus Wild City. Es wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis wir hier alles eingeräumt und sortiert haben, aber ihr seht diese Steine garantiert wieder und dann freuen wir uns schon, wenn wir euch zeigen dürfen, was wir alles so Neues parat haben. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und in dem Sinne, baut auch hier was Schönes und bis bald. Ganz richtig. Tschüss. Tschüss.